Wollen wir jetzt nochmal DPS-Test machen? Nochmal ordentliche DPS-Tests. Ah. Einen ordentlichen DPS-Test. Jetzt sage ich, machen bis 50 Mio Damage. Und ich versuche Berserk. Berserk und GT immer auf Punkt irgendwie zu recasten. Pick. Bitte nicht DPS-Test wie beim letzten Mal. Naja, dann erzähl doch mal, wie ich das jetzt denn ordentlich machen soll. Soll ich bis zu einer bestimmten Summe? Weil Zeit tracken. Soll ich Zeit. Aber warum? Also. Ab wann ist denn eine DPS? Ab welcher Zeit oder Summe ist denn die DPS-Test? Also ich würde mich schon an die DPS orientieren. Dafür haben wir sie ja. Weil irgendwie Schaden und Zeit zu gucken, ist ja nichts anderes als die DPS. So, ne? Hau einfach 3 Minuten mal drauf. Als wäre es ein Boss. Also sagen wir 50 Mio oder was. Ungefähr. Ich glaube 3 Minuten 50 Mio. Aber DPS schwankt doch extrem. Ja, am Anfang klar. Aber ich finde, nach 60 Sekunden hat die sich, finde ich, schon eigentlich normal. Aber wir können ja machen bis 50 Mio. Bei 50 Mio, weil Zeit zu stoppen, jetzt gleichzeitig ist dann halt so ein bisschen Zeit zu stoppen, dann gleichzeitig Berserk und das Monster angreifen und das bei allen 3 Tries genau auf den Punkt gleich. Ich meine, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich so wurscht. Ich würde aber einfach sagen, wir machen. Ja. Wir machen einfach auf 50 Mio. Gucken aber bei 50 Mio, was wir denn für eine DPS haben. Okay? So. Jetzt hat man alles im Überblick. Was ich equipped habe, was ich für Stats habe. Können wir jetzt eigentlich, was ich für Buffs habe, sieht man alles. Gut. Jetzt muss nur noch der Test an sich hinhauen. Ja, fangen wir an einfach mit. Wir haben jetzt 2 FWC-Äxte ausgerüstet. Ich würde sagen, wir fangen einfach damit an. Ab Cutdown läuft. Machen wir noch Crit-Rate, Crit-Schaden. Wir stacken Link Attack. Und machen damit unseren ersten Test. Eine Stunde erstmal gemacht, okay. So. Attacke. Auf die ersten 50 Mio. Oh, hört sich die Musik an wie bei Book of Ra. Haben wir jetzt irgendwas verpasst? Nee, ist eigentlich erstmal alles so okay. Jetzt nicht mehr, das war von der Arena gewesen. Das ist die Arena-Musik. Und 260. Ja, 260. 260. Wir sagen können 260. 260k. Wow. Zwei, 6, 0. Zufrieden? Oder? War doch gut. Levelt man gut an den Training Dummies? Ja, dann ist ja auf jeden Fall. Ich würde dir aber dennoch empfehlen, bei Florine Server anzufangen. So, dann machen wir das Coral Cutlass Sword in der Main Hand und den FWC Golden Axt mit, also die bessere Version mit 4,5% Crit Chance und 4% Crit Schaden in der Offhand. Danach switchen wir das. So, GT, Berserk ist jetzt gleich aus. Und jalla, rein da. Danke für den Tipp, Max. Immer gerne, JNS, immer gerne. Sollte noch alles gleich sein, ne? Party, ja. Noch gleich viele. Da darf nur keiner lieben. Imagine jetzt bessere, höhere DPS als mit Axt, ey, Mainhand. Könnte ich das halt ausgleichen, indem ich hier 3-mal Wind B wegnehme und 3-mal Thorn B reinmache.
Könnte sein, dass dann der Unterschied schon wieder aufgehoben ist. Das war quasi der gleiche Fehler beim anderen. 270, 271. 270, 271. Oh, 271. Jetzt würde mich interessieren, ob FWC Sword in der Mainhand auch stärker ist als Axt in der Mainhand. Nein, auf gar keinen Fall. Wegen der CD und CR. Naja, CR ist ja bei einem jetzt 100% gewesen, aber es kann halt einfach sein, dass das jetzt so stärker war, weil bei den anderen die Crit-Schaden fehlt. Wie gesagt, da könnte ich 6% Crit-Schaden könnte ich noch hinzufügen, indem ich 3-mal Crit-Chance wegnehme. Dann hätten wir immer noch 100% gehabt mit der Crit-Rad-Potion. Also signifikant stärker mit 11k höheren DPS ist es nicht, zumal halt Hand First Hand WCX und Second Hand WCX auch noch Verbesserungspotenzial hat. Also es ist jetzt nicht ultra krass. So, jetzt kommt eigentlich der wichtigste Test, würde ich dazu sagen, wo ich schon erwarte oder hoffe, dass es mindestens 300k sind. Ja, hab 2006 gespielt, als der AOE noch keinen Cooldown für uns hatte. Das war so nice. Ja, und hier ist es ja theoretisch auch so. Hier ist der Cooldown auch nicht besonders hoch. Ich glaube, eine Minute oder 30 Sekunden oder so. Is it worth to use Coral Rip on Blade Dance build? Yeah, it is. We tested this last stream, I guess. Maybe we can test another thing later on, before I need to go to work. And do a little test with AOE. Blade Dance, but it's pretty cool with Water Bomb. Sadly, my weapon only has 5% Water Bomb chance, which is not that high. 9% would be cooler, so it would proc more often. Okay, so jetzt GT. Wir haben jetzt die gute Axt Mainhand, Coral Sword Offhand. Können wir jetzt hier nochmal reingehen. Wenn schon 8 Sekunden, siehst du, sogar nur 8 Sekunden. Ja, na, so top. Tipptopp, flip-flop. Also 300k DPS haben wir auf jeden Fall nicht. Es kann doch nicht sein, dass es so nah an Sword Einhand ist. Naja, wahrscheinlich durch die hohe Base Attack. Vom Sword ist der Unterschied da nicht mehr so groß, ne? Das ist ja Wahnsinn. Einen richtigen Boost hast du dann erst mit der Axt, mit der Nautilus Axt, wenn da die Base Attack auf die Mainhand zimmert als Axe. So hast du zwar die höhere Attack-Skalierung pro STR, weil du eine Axt in der First Hand hast, dadurch die Base Attack aber 200 Punkte niedriger ist als beim Sword, scheint sich das schon fast wieder auszugleichen. Also 280, 279, 279 eher, ne? 279 machen wir. 279 ist es. Das war jetzt 279. Ja. Das ist dann wohl unser Ergebnis. Ich finde, der Test ist auf jeden Fall besser und genauer als letztes Mal. Vielleicht ist er nicht perfekt. Ich würde aber schon sagen, dass egal wie genau das Ergebnis jetzt ist, dass das so wahrscheinlich halt schon ungefähr richtig ist. Ob die einzelnen Werte jetzt genauso perfekt sind für einen Test, I don't know this. Aber ich denke mal, das spiegelt ungefähr die Realität wieder, wie die Abstände zwischeneinander sind. Dass es eigentlich keine Riesenabstände sind, aber dass so jetzt halt doch schon der bessere Bild ist einfach. Obwohl halt FWC Access, würden wir da jetzt Crit-Schaden reinmachen, wären wir da eventuell auch bei 270k oder mindestens 265k, wodurch halt der Abstand dann wirklich nicht so dolle ist. Für den Wert der Waffe, des Swords eigentlich,